Meine Lieben, wusstet ihr, dass Marzipan keine deutsche Erfindung ist, sondern eigentlich aus dem Orient stammt und lange Zeit nur für die Adeligen bestimmt war? Gott sei Dank sind diese Zeiten vorbei und deswegen zeige ich euch jetzt, wie ihr die sogenannten Traumstücke mit Marzipan zubereitet. Wir brauchen mal wieder weiche Butter, Puderzucker und etwas Vanille. Diese Zutaten kurz cremig rühren. Danach das Marzipan in sehr kleine Stücke zupfen und hinzufügen. Kurz verrühren und danach auch die Eigelbe hinzufügen. Etwas Bittermandelaroma für den zusätzlichen Marzipankick, aber bitte nicht damit übertreiben, denn sonst kann das Ganze schnell künstlich schmecken. Es folgen die Mandeln, ich verwende hier blanchierte und ich male sie frisch, weil sie dadurch einfach noch ein stärkeres Aroma haben. Nach den Mandeln folgt das Mehl und ich sage es jedes Mal dazu, nicht einfach alles hineinkippen, sondern portionsweise einkneten, denn je nachdem wie eure Butter beschaffen ist und auch je nach Mehlsorte kann es immer sein, dass ihr ein paar Gramm mehr oder weniger benötigt, aber so sollte das Ergebnis dann ausschauen, also ein Teig, der nicht mehr am Schüsselrand klebt. Jetzt teilt ihr den Teig auf 3 gleich große Stücke auf, formt aus jedem Stück eine dicke Rolle und wickelt diese in Frischhaltefolie ein. Diese Rollen stellt ihr jetzt für nur ca. 30 Minuten kühl, bis der Teig so beschaffen ist, dass ihr ihn dann leicht ausrollen könnt. Solltet ihr den Teig zu lange im Kühlschrank lassen, dann müsst ihr ihn später wieder brechen, erwärmen und es ist eine ziemliche Prozedur, deswegen solltet ihr darauf achten, dass ihr ihn nicht zu lange im Kühlschrank lasst. Nach der Kühlzeit nur ganz wenig Mehl verwenden und mit den Handinnenflächen eine lange Rolle formen. Bei mir ist die ungefähr 35 cm lang. Dann schneide ich die Enden weg und schneide diese Rolle in ca. 2 cm breite Stücke. Die Traumstücke legt ihr auf ein mit Backpapier belegtes Blech mit ca. 2 cm Abstand zueinander. Das war's auch schon und jetzt wandern sie in den Ofen bei 140 Grad Umluft oder 160 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 20 Minuten. Sie dürfen nur an den Rändern ein bisschen Farbe annehmen. Wenn sie nicht mehr heiß, sondern nur noch lauwarm sind, könnt ihr sie im Puderzucker wenden oder, wenn ihr es weniger süß bevorzugt, einfach mit ein bisschen Puderzucker bestreuen. Danach vollständig auskühlen lassen, in Metallboxen mit Küchenrolle ausgelegt verpacken und an einem kühlen und trockenen Ort lagern. Die Haltbarkeit beträgt mindestens 2 bis 3 Wochen. Wenn ihr diesen leichten, angenehmen Marzipan-Geschmack mögt, dann solltet ihr dieses Rezept unbedingt in euer Repertoire aufnehmen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Like da lasst, meinen Kanal abonniert und ihr könnt mich gerne auch auf den anderen Profilen auf Instagram, Pinterest, TikTok und Facebook besuchen.